blau, die Farbe des Meeres, der Sehnsucht, ein bisschen orange, Sonnenaufgang, von der anderen Seite grün, eine tolle Stimmung. Und ich bin ganz aufgeregt schon und freue mich sehr auf den Moment, es auf die Weltmeere zu schicken. Mein Name ist Christian Awe, ich bin Künstler, ich male, bin Berliner, aber in der Welt zu Hause. Ich male jetzt so seit 35 Jahren. Ich hatte zwei sehr wichtige Lehrmeister, Georg Baselitz und Daniel Richter, auch sozusagen als Superstar der aktuellen deutschen Malerei, haben mich sehr natürlich beeinflusst in der Art und Weise, über Kunst zu denken, auch zu produzieren. Was macht gute Kunst einfach aus? Ich habe viele spannende Menschen getroffen, mit denen ich kollaborieren durfte, von Lewis Hamilton, Anna Wintour, Michael Stich, ganz viele spannende Künstler, Musiker, und da freue ich mich, was hier demnächst mich auch bei TUI Cruises so erwartet. Für mich ist Kunst und Kultur natürlich das, was mich antreibt. Und da so ein Partner wie TUI Cruises an meiner Seite zu haben, ist natürlich total spannend. Farbe drückt so viel Emotionen und Lebensfreude aus. Dahergehend bin ich ganz gespannt, wie die Gäste auf mein Werk reagieren werden. Auf der Mein Schiff Flow findet man mehrere Bilder zum Thema Get in your Flow, und vor allen Dingen habe ich aber ein großes Hauptwerk gemacht, 3 Meter hoch, 10 Meter breit, oberhalb des Pooldecks. Ich finde das total spannend, dass ganz viele verschiedene Menschen mein Werk sehen und dass mein Werk auch die Welt sieht. Es war ursprünglich eigentlich nur ein kurzes Zeitfenster, wann das Schiff übergeben wird, wann die ersten Passagiere kommen, und die Idee war: Christian, komm mal an Bord. Ich habe gesagt, ich brauche doch ein bisschen Zeit und bin TUI Cruises sehr, sehr dankbar, dass sie mir die Wand abgebaut haben. Bin jetzt seit Wochen da dran, dieses Bild fertigzustellen, auf seewasserfestem Aluminium eine Grundierung hinzubekommen, die eben salzwasserresistent ist, der Sonne, der Hitze, der Kälte und chemischen Reinigungsmitteln. Trotz das schon eine große Herausforderung. In allen meinen Werken steckt dieselbe DNA. Ich kreiere meine Farben selbst, um eine möglichst hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz zu haben. Bei so einem riesen Wandbild muss ich erstmal Entwürfe machen, die müssen abgestimmt werden. Ich bin Freund, einfach wirklich alles händisch zu machen. Von mir ist alles gemalt, egal ob auf kleinen Bildern. Im Hintergrund diese ganzen Tropfen, die man da sieht, es sieht fotografisch, fast plastisch aus, aber es ist alles händisch gemalt. Und ich finde es extrem wichtig, gerade in so einer Zeit, die immer digitaler wird, künstliche Intelligenz, dass wir uns als Menschen auch noch spüren können. Die Zusammenarbeit mit TUI Cruises war ganz wunderbar. Ich habe einfach geschaut, was sind sonst für Farben, Formen im Umfeld dort zu sehen. Natürlich blau, die Farbe des Meeres, der Sehnsucht, der Freiheit, aber noch ein paar andere, ein bisschen orange, Sonnenaufgang, von der anderen Seite grün, die Farbe der Natur, Hoffnung kommt da so ein bisschen mit rein. Und ich glaube, ich habe so eine ganz schöne Palette an Lebensfreude da festgehalten. So sieht das immer aus, wenn man als Künstler eben sieht, wo man sagt, man muss die verschiedensten Materialien testen und eben auch die Farben und Energien der Splashes sozusagen mal kreieren. Und dann bin ich hier gelandet. Es sollte für mich nicht zu glänzend werden, sondern hier so eine matte Versiegelung ausgesucht, die aber trotzdem sozusagen noch die Farbbrillanz irgendwie weiter herausstrahlt. Jetzt kommt ein 18-Tonner und ich bin ganz aufgeregt schon, ob es hoffentlich alles heil ankommt und installiert wird, und freue mich sehr auf den Moment, es live vor Ort auf die Weltmeere zu schicken. Die Bilder sind jetzt endlich angekommen auf dem Schiff nach langer Wartezeit und Reise. Jetzt werden sie kontrolliert, jetzt hat es den Transport gut überstanden. Jetzt müssen wir halt gucken, wie wir es an die Wand kriegen. Und jetzt haben wir gerade gemerkt, wir müssen die Türen ausschneiden, sonst passt das nicht hin. Wir müssen ein paar Sachen nachbessern, rein technisch, dass das hier alles hinpasst. Es ist eine große logistische Leistung. Am Ende wird alles gut werden, aber das sind natürlich jetzt so die technischen Dinge, die passieren. Ich hoffe mal, das überlebt die Farbe und splittert nicht zu stark, aber zur Not
wird es nachgemalt. Aber ja, es ist schon, tut ein bisschen in der Seele weh. Das ist so ein bisschen wie so eine Geburt. Man freut sich drauf, aber ist mehr nervös als alles andere. Ja? Die Farben passen wunderbar. Die Kunst bringt den extra Kick. Das ist so das i-Tüpfelchen, dass sich die Menschen besonders wohlfühlen. Die Kunst soll inspirieren, soll zum Träumen anregen und ich freue mich sehr, dass die hier jetzt bald auf den Weltmeeren segeln darf. Die anderen installieren ist auch mal gut, wenn ich nur zuschauen darf und Kommentare zu geben, aber mir juckt es schon in den Fingern natürlich hier auch mit anzufassen und loszugehen. Da war eine heiße Kiste, das Bild ist jetzt da, es ist zusammengesetzt, die Energie stimmt. Ich kann kaum erwarten, bis die Menschen hier im Pool schwimmen, im Whirlpool sitzen und in ihren Flow kommen. Ein Bild lebt mit den Lichtstimmungen, egal ob beim Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, zur Partyzeit. Ich glaube, das Bild reflektiert die Energie, die man selbst auch gerade hat und bringt einen in eine tolle Stimmung. Von rechts kommt das Grün, ein bisschen Natur, von links dieses Orange und eine tolle Fern- und tolle Nahwirkung. Ich freue mich sehr drauf, was die Besucher dazu sagen. Ich bin zum ersten Mal auf dieser Werft, der Prozess überhaupt rein zu dürfen mit Sondergenehmigung. 3000 Leute werkeln hier gerade 3 Wochen vor Eröffnung. Es sieht schon ganz viel super aus. Aber da muss auch noch ordentlich was passieren in den nächsten Wochen. Und da kommt der Künstler dazwischen mit so 10 Paneelen, die da hier rangebracht werden müssen. Das ist natürlich toll, dass der Kunst so viel Raum auch eingeräumt wird. Ich freue mich total auf die Taufe am 20. Juni. Dann das Bild mal in voller Pracht zu sehen und die Leute zu beobachten und natürlich mit einer tollen Feier das hier einzuweihen.